Alte Legenden kehren in einem neuen Glanz zurück. Was geschieht mit Grogu und was habe ich euch gesagt? Dunkeltruppen. Schauen wir es uns genauer an hier in einer neuen Episode The Mandalorian Recap. Mein Name ist Julian und willkommen auf diesem kleinen YouTube-Kanal hier namens Filmplanet. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch dazulassen und schreibt mir in den Kommentaren, was euer Lieblingsmoment dieser tollen Folge war. Natürlich wie immer Spoiler für die neueste The Mandalorian Episode, Kapitel 14, The Tragedy. Nummer 3. Boba Fett ist zurück, diesmal aber richtig. Die Episode startet und wir haben gleich zu Beginn eine richtig süße Szene zwischen Din und Grogu. Unserem Mando bricht das Herz, dass er Grogu abgeben muss, aber er glaubt, dass der Kleine wirklich trainiert werden muss. Daher auch die Reise zum neuen Planeten Tython, wo sich alte Jedi-Ruinen mit einem sogenannten Seestein in der Mitte befindet. Einmal kurz die Razor Crest parken und nicht wie bei Herr der Ringe da den Berg hochwandern, sondern gleich mit dem Jetpack oben auf der Spitze ankommen. Mando hat keinen blassen Schimmer von dem ganzen Jedi-Zeugs hier und setzt Grogu auf den Seestein. Cool. Soweit alles angenehm. Eine nette Folge bisher und dann sehen wir Slave One. Slave One, das einzigartige Schiff von Boba Fett. In dieser Staffel war es verdammt cool, Bo-Katan und Ahsoka zu treffen, aber Mann, hab ich noch nicht so laut geschrien wie jetzt, als die Slave One angeflogen kam. Man wusste, ab jetzt wird's krass und man hat Respekt vor diesem Schiff und ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst um Mando. Das ist nämlich die Frage, ist Boba Freund oder Feind? Man sieht Boba Fett in seiner Robe. Für einen kurzen Augenblick könnte man sogar glauben, dass es ein Jedi ist. Wir kriegen nun auch endlich bestätigt, wessen Stiefel im Cliffhanger der letzten Staffel zu sehen war. Es war tatsächlich Boba, der Kopfgeldjägerin Fennec Shand, gespielt von Ming-Na Wen, das Leben gerettet hat. Sie steht jetzt in seiner Schuld. Und alles, was Boba will, ist seine alte Rüstung zurück. Als Gegenleistung garantiert er die Sicherheit von Grogu. In dieser Folge stellt sich raus, dass Boba ein Ehrenmann und Freund für unseren Mandalorianer ist. Dann wird's brenzlig, Sturmtruppen treffen ein und in der Hitze des Gefechts nutzt Boba die Chance, seine Rüstung wiederzuholen. Und war das episch, die Rückkehr von Boba Fett in seiner vollen Pracht. Das ist so ein Charaktermoment, auf den wir seit der Originaltrilogie, seit 1983 warten und es war unglaublich. Die Choreografie und die Stunts waren makellos. Die Bewegungen trotz Rüstung sahen nicht aus wie die von Din Djarin oder Cobb Vanth. Nein, das fühlte sich an wie Boba Fett und er nutzte all sein Spielzeug, schießt auf einmal Geschosse aus seinen Knien und das Lustige daran ist, die waren schon immer da in den Spielfiguren und den Objektbeschreibungsbüchern, nur hat man sie noch nie im Einsatz gesehen. Und hieran sieht man wieder, wie Jon Favreau, der Autor und Showrunner der Serie, keinen Stein umgedreht lässt, wenn es um die Details in Star Wars geht. Aber der alles hat schön aussehen lassen, war der Regisseur dieser Folge, Robert Rodriguez, unter anderem bekannt für seine Machete-Filme Spy Kids, Sin City und Alita Battle Angel. Eine sehr starke Leistung hat er hier abgeliefert, vor allem in den brutalen Kampfszenen. Sein Gefühl für Tempo im Schnitt und sein Auge für die richtigen Einstellungen und Positionierungen der Charaktere waren es, die diese Mandalorian-Episode zu einer der besten überhaupt gemacht hat. Wenn wir uns nochmal das Drehbuch von Jon Favreau anschauen, gab es eine Zeile, die bei mir sehr, sehr stark auf die Tränendrüse gedrückt hat. Nämlich als Boba zu Din sagt, ich bin ein einfacher Mann, der seinen Weg in der Galaxis geht. Genau wie mein Vater vor mir. Autsch, hat mich das getroffen. Das sind nämlich exakt die gleichen Worte, die eine Figur in Star Wars bereits gesagt hat, nämlich unsere Nummer 2, Jango Fett. Boba Fetts Vater Jango Fett hat genau diese Worte in Angriff der Klonkrieger zu Obi-Wan Kenobi gesagt, nur damals natürlich in einem ganz anderen Kontext. Und Boba folgte dies mit den Worten, genau wie mein Vater vor mir. Und das wiederum sind genau die gleichen Worte, die Luke Skywalker gegenüber Palpatine verwendete in Rückkehr der Jedi-Ritter, ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Später in dieser Folge sagt Boba etwas, was einen Teil von Star Wars Geschichte schwerwiegend verändert hat. In der Serie The Clone Wars behauptet der Premierminister von Mandalore, dass Jango kein Mandalorianer sei und er nicht wüsste, wo er die Rüstung her hätte. Darauf basierend sind wir seit 10 Jahren vage davon ausgegangen, dass Jango ein Dieb ist und wirklich kein Mandalorianer. Jetzt hat sich alles verändert. Boba sagt uns, dass Jango
ein Findelkind war, genau wie Din Djarin. Diese Folge allein hat 2 Figuren, Boba und Jango, zu 100-mal dreidimensionaleren Charakteren gemacht, mit so viel mehr emotionaler Tiefe und Geschichte als in allen Filmen zusammen. Und das natürlich nicht ohne Dank an den talentierten Temuera Morrison, der damals 2002 Jango und jetzt 18 Jahre später zum ersten Mal auch Boba auf eine unvergessliche Art und Weise porträtierte. Nummer 1, Moff Gideon und seine Dark Trooper. Auch Moff Gideon kehrt in dieser Folge zurück und präsentiert sich mit der herzzerbrechendsten Szene in The Mandalorian seit dem Tod von IG-11. Mit einem Laserschuss aus seinem imperialen Kreuzer verpulvert er die Razor Crest zu Schutt und Asche. Mir war gar nicht klar, wie sehr ich daran hing. Aus den Trümmern nimmt Din nur 2 Dinge auf. Den kleinen Metallball, an dem Grogu so hängt, das wird später, denke ich, noch eine wichtige Rolle spielen, und den Speer, den er von Ahsoka Tano bekommen hat. Spätestens jetzt ist es den meisten klar, dass es allem Anschein nach hindeutet auf ein episches Duell zwischen Moff Gideon mit seinem Dunkelschwert und Din Djarin mit dem Speer aus Beskar, was auch bei Lichtschwertern mithalten kann. Gideon schickt seine Truppen, um Grogu zu entführen, und endlich hat er die Worte gesagt. Dunkel, Truppen auf Englisch, Dark Trooper, und damit ist es offiziell bestätigt, es handelt sich tatsächlich um die super starken Droidensoldaten aus Star Wars Legends. Ja, das sind Figuren aus einem Videospiel. Einfach nur geil. Ich habe keine Ahnung, wie unsere Figuren gegen die ankämpfen wollen. Übrigens, falls euch das Design und die Bewegungen der Dunkeltruppen ein wenig bekannt vorkam, Zufall ist das nicht, da es sich bei Jon Favreau auch um den Autor und Regisseur vom allerersten Iron Man Film handelt. Später im Kreuzer sehen wir dann Grogu, wie er einen Ticken ausrastet, ein bisschen böse ist. Das ist genau das, was Ahsoka meinte, wenn der Kleine von Din getrennt wird und seine Angst und Wut überwiegt. Moff Gideon kommt lachend rein und das ganze Setting erinnert an die Verhörszene zwischen Vader und Prinzessin Leia. Grogu wird auch von einem Betäubungsschuss erwischt, genau wie Leia damals in den allerersten Minuten Star Wars. Gideon droht ihm ein wenig mit dem Darksaber und bringt ein paar negative Erinnerungen von der Jedi-Schule damals auf Coruscant auf. Es wirkt fast so, als würde Gideon ihn fast so gut kennen wie Din. Danach ruft er Dr. Pershing, um Grogu Blut abzunehmen und sofort weiterzumachen mit der Erschaffung eigener Machtwesen. Böse, böse, böse. Wie geht es nun weiter? Eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Grogu scheinbar jemand mit der Macht gerufen hat, da in der Machtsäule auf dem Seestein. Die Frage ist nun, wen hat er erreicht? Es könnte einfach ein unbekannter Jedi sein oder vielleicht der Jedi Quinlan Vos, ein mächtiger Tracker-Jedi, ein Fährtenleser, der Dinge und Leute mit der Macht gut aufspüren kann, und im Kanon hat er Order 66 überlebt und ist vielleicht noch da draußen. Ich persönlich bin mir jedoch sicherer denn je, dass, wie ich euch bereits in meinem letzten Video gesagt habe, Luke Skywalker kommen wird, gespielt von Sebastian Stan. Ja, dabei handelt es sich um Fancasting, aber wisst ihr, wer noch von den Fans gecastet worden ist? Rosario Dawson als Ahsoka Tano. Einerseits wissen wir dadurch, dass die Macher die Fans hören, und andererseits ergibt es auch einfach nur Sinn von der Story her. Zu diesem Zeitpunkt, 5 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, hat Luke Skywalker gerade Darth Vader und Palpatine besiegt und das Imperium zu Fall gebracht. Er ist der mächtigste Jedi da draußen und auf der Suche nach antiken Jedi-Tempeln und Relikte. Wenn nicht er, wer sollte bitte sonst Grogus Machtruf gehört haben? Was glaubt ihr, bin ich verrückt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall wieder Bill Burrs Figur sehen, den Scharfschützen und Waffenexperten namens Mayfeld. Din Djarin braucht explizit seine Hilfe bei der Befreiung von Grogu, also nutzt er wiederum die Hilfe von Cara Dune und seinen Freunden, um Mayfeld aus dem Gefängnis der neuen Republik zu befreien. Regie und zum ersten Mal auch Drehbuch liefert in dieser Folge wieder Rick Famuyiwa, der bereits Regie führte in Kapitel 2, Das Kind, und Kapitel 6, Der Gefangene. Wir können uns also wieder auf eine sinnliche und kreativ produzierte Folge freuen. Zu meiner Bewertung: Für mich ist es echt unglaublich, wie diese Episode mein wiederholtes Anschauen der alten Star Wars Filme beeinflusst. Wenn ich Rückkehr der Jedi-Ritter schaue, weiß ich jetzt, dass das nicht Bobas Ende ist und er nochmal eine Runde mit der Slave One drehen wird. Und wenn ich Angriff der Klonkrieger schaue, werde ich an die Tragödie des Findelkindes Jango Fett denken. Vielleicht wollte er Boba Fett noch weiter in die Wege des Mandalore einführen, doch dann wurde er vor den Augen seines Sohnes enthauptet von einem Jedi.
In nur knapp über 20 Minuten Star Wars Geschichte so ins Positive zu verändern, ist für mich eine Meisterleistung. Daher meine Bewertung für Kapitel 14 The Tragedy 9,3 von 10. Wie sieht's bei euch aus? Wie empfandet ihr die Episode? Ganz wichtig, wenn ihr die beiden letzten Recap-Folgen nicht verpassen wollt, dann klickt auf den Abo-Knopf und direkt daneben auf die Glocke. Leute, ich bin neu auf YouTube, aber ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung. Jeder einzelne Like und Kommentar ist eine riesen Hilfe, um dem YouTube-Algorithmus zu zeigen, dass meine Videos was wert sind. Und wollte noch einen kleinen Shoutout loswerden an Marc von Nerdpunks und deinen kleinen Sohn. Einen ganz besonderen Dank an euch beide. 2 Folgen bleiben uns noch. Was wird uns wohl erwarten? Ich freue mich auf euch und hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Ihr wisst schon, das ist der Weg. Danke fürs Anschauen und bis bald.